Hi, ich bin's mal wieder, euer Professor. Für alle, die mich noch nicht kennen oder neu dazugeschaltet haben sollten, mein Name ist Miles Pitwell. Ich nenne mich Professor of Magic und bin ein echter Zauberer. Eigentlich trete ich in Zirkus- und Varieté-Shows auf, aber weil gerade alles geschlossen ist und ich nur zu Hause rumhängen kann, wollte ich die trostlose Zeit wenigstens auf einigen Social-Media-Kanälen nutzen, indem ich euch mit gutem Content versorge und mir gleichzeitig etwas Reichweite aufbaue. Eine Win-Win-Situation quasi. Wenn ihr mir also noch nicht auf Instagram, YouTube oder Facebook folgt, dann solltet ihr das ändern. Das heißt natürlich nur, wenn ihr meinen Content mögt und mich unterstützen wollt. Außerdem verpasst ihr so nichts mehr. Und ich rede nicht nur von den Videos, welche ich regelmäßig hochlade, sondern auch von meinen Live-Auftritten. Das heißt, sobald wieder welche möglich sind. Wie ihr ja bereits wisst, möchte ich mit euch einen neuen Varieté-Act aufbauen. Und in den letzten Folgen haben wir auch schon einiges geschafft. Wenn ihr diese verpasst habt, solltet ihr sie nachholen, damit ihr wisst, worum es hier überhaupt geht. Übrigens waren unter den letzten Videos mal wieder super Kommentare von euch. Schulkerkiste möchte zum Beispiel, dass ich mal ein bisschen mit dem Rauch und der Ballproduktion rumspiele. Ich stelle euch hier einfach mal ein paar Variationen vor. Und ihr dürft diesmal über den Community-Bereich abstimmen, welche euch am besten gefallen hat. Ich habe euch auch einen Link zur Abstimmung unten in die Videobeschreibung gepackt. Es gibt auch noch einige andere Effekte, welche ich mit dem Rauch auslösen möchte. Diese sind allerdings noch nicht bereit, um sie mit euch zu teilen. Kommen wir also zum nächsten Kommentar. Kadabra Magic hat gute Einwände zur Ballproduktion aus dem Sand geäußert. Da ich aber versucht habe, die dabei entstandene Sauerei in Zaum zu halten, habe ich darauf verzichtet, den Sand direkt in meine Hand zu schütten. Trotzdem möchte ich euch diese Version und ein paar weitere vorschlagen und auch hier dürft ihr wieder über den Community-Bereich abstimmen. Es gibt noch so unendlich viel zu tun, aber durch den monotonen Corona-Alltag habe ich immer wieder mit Kreativlücken zu kämpfen. Deshalb habe ich eine Reise nach Berlin auf mich genommen, um mich mit meinem Freund und Kameramann Pranay Werner zu treffen und auszutauschen. Und das ist wieder mal ein Beweis dafür, dass ihr euch mit kreativen Menschen umgeben solltet, um selbst kreativ zu bleiben. So beginnt man Probleme auch mal von einer anderen Seite zu betrachten. Pranay ist nämlich nicht nur fit hinter der Kamera, sondern ist selbst auch ein preisgekrönter Jongleur. Unter anderem konnte er den Spezialpreis beim Zirkusfestival in Monte Carlo für sich gewinnen. Und er hat durch seine Erfahrung immer ein kritisches Auge und einen guten Rat für mich bereit. Außerdem würde er als Jongleur manche Bewegungen ganz anders machen und das finde ich wieder inspirierend. Zwischendurch wird natürlich auch rumgealbert. Und das ist auch gut so. Denn das wiederum lockert die Stimmung auf und plötzlich entstehen Dinge, die sonst nie entstanden wären. Auch wenn man nicht immer jede spontane Idee direkt übernehmen und verwenden kann, so hat dennoch jede Idee das Potenzial, ausgebaut zu werden. Hier ein Beispiel.
Wir wollten ein Fotoshooting für meine Kartenmanipulation machen. Und es sind auch 1 oder 2 ganz coole Fotos dabei rausgekommen. Am Ende wurde es aber doch ein total verrückter Kunstfilm, mit dem ich mich zwar nicht bewerben kann, euch aber auch nicht vorenthalten möchte. Also lehnt euch zurück und haltet euch fest. Na, sowas habt ihr nicht erwartet, nicht wahr? Ich weiß. Ziemlich crazy. Hat aber Spaß gemacht. Und wir haben etwas gewagt, was wir vorher noch nie gemacht hatten. Und dadurch kommt man auf neue Ideen. Seid also zwischendurch auch mal ein bisschen verrückt. Ich habe euch Pranay mit seiner Jonglage und Fotografie übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tut mir einen Gefallen, schaut mal bei ihm vorbei und lasst ein Follow da. Und hier oben könnt ihr euch mal seinen Act anschauen, mit dem er schon um die halbe Welt gereist ist. So, und jetzt muss ich erstmal weitermachen und mir ein paar coole Color Changes überlegen. Kommt doch mit! Ihr seid ja immer noch da. Na, jetzt aber. Abschalten, ja? Wir sehen uns nächste Woche. Mittwoch, 15 Uhr. Wenn es wieder heißt Humbug, Schwefelkopf und Hirngespinst. Euer Professor.